Hallo und herzlich willkommen zum MC Tools Videotutorial. In diesem Video zeige ich, wie vorgegangen werden kann, um geeignete PID-Regelparameter für einen BLDC-Motor mit digitaler Rückführung zu finden. Wenden Sie diese Methode bitte mit Vorsicht an und halten Sie immer einen Notausschalter bereit. Diese Methode kann zu Schwingungen und ungeregeltem Verhalten der Motorwelle führen. Als erstes sollten die grundlegenden Parameter des Motors eingestellt werden. Sollten diese nicht bekannt sein, schauen Sie sich bitte das Video erst in Betriebnahme an. Sind die grundlegenden Parameter eingestellt, wechsle ich auf den Reiter PID-Regler. In diesem Reiter können die Parameter für die 3 Regelkreise des Antriebsreglers eingestellt werden. Der PI-Stromregler, der PI-Drehzahlregler und der PID-Positionierregler. Zuerst sollte der unterste Regelkreis, also der PI-Stromregler, eingestellt werden. Rückführung und Last des Motors haben keinen Einfluss auf den Stromregler. Die Einstellungen sind ausschließlich von den Motoreigenschaften sowie den elektrischen Rahmenbedingungen abhängig. Da sich die Werte ohne weitere Messgeräte nicht empirisch ermitteln lassen, wende ich die Berechnung an. In diesem Fenster müssen Induktivität und Wicklungswiderstand des Motors eingetragen werden. Die entsprechenden Werte entnehmen Sie den technischen Daten des Motors. Leistungsspannung, Zykluszeit des Stromreglers und PWM-Frequenz werden automatisch vom Regler abgelesen und müssen in der Regel nicht geändert werden. Aus diesen Parametern werden dann die Werte für den PI-Stromregler ermittelt. Zum Übernehmen der Werte klicke ich auf Übernehmen. Als nächstes sollte der PI-Drehzahlregler eingestellt werden. Dazu deaktiviere ich den PID-Positionierregler, indem ich die Verstärkungsfaktoren KP, KI und KD auf 0 stelle. Die Drehzahlvorsteuerung KVFF setze ich auf 1000, was 100% entspricht. Das bedeutet, dass die Solldrehzahl sofort und zu 100% als Sollwert an den PI-Drehzahlregler weitergegeben wird. Zur Sicherheit sollte mit niedrigen Faktoren für den PI-Drehzahlregler begonnen werden. Da der Positionierregler jetzt deaktiviert wurde, sollte der Schleppfehler ausgeblendet werden. Dazu gehe ich auf den Reiter Positionierung und schalte den Schleppfehler auf Aus. Jetzt können die Parameter an das Gerät gesendet werden. DSA-Konfiguration kann vorerst geschlossen werden. Als nächstes sollte DSA-Oszilloskop geöffnet werden. Für die Optimierung interessante Werte sind aktuelle Geschwindigkeit und Schleppfehler. Beide sollten in verschiedenen Graphen angezeigt werden, daher wähle ich für den Schleppfehler Plot 1. Weitere Messgrößen sind vorerst uninteressant und werden deaktiviert. Es empfiehlt sich, die Sample Time auf 1 Millisekunde zu stellen. Dann wird das Oszilloskop so eingestellt, dass es bei jedem neuen Sollwert aufzeichnen soll. Das Oszilloskop ist nun eingestellt und kann gestartet werden. Um die Regelparameter schnell ändern zu können, kann das Tool DSA-PID genutzt werden. Des Weiteren benötige ich DSA-Steuerung. Hier aktiviere ich den Positionsmodus, wähle nun einen Fahrsatz und trage Werte ein, die für meine Anwendung passend sind. Jetzt gebe ich die Endstufe frei und sende den Fahrsatz an den Regler. Nach Ende der Aufzeichnung zeigt das Oszilloskop den Graphen an. Der obere Graph zeigt die aktuelle Geschwindigkeit. Der untere Graph zeigt den Schleppfehler. Ich aktiviere die BZ-Glättung für die Geschwindigkeit, da die Berechnung über die Position erfolgt und auf dem PC stattfindet. Es ist zu sehen, dass die Geschwindigkeit stark überschwingt. Auch anhand des Schleppfehlers ist eine Schwingung zu erkennen.
Ich erhöhe nun die PI-Drehzahlregler-Parameter Kp und Ki gleichmäßig und wiederhole die Messung. Es ist zu erkennen, dass das Überschwingen der Geschwindigkeit abgenommen hat. Auch die Schwingung des Schleppfehlers wurde reduziert. Ich erhöhe nun Kp und Ki des Drehzahlreglers so lange, bis das Überschwingen der Geschwindigkeit und des Schleppfehlers minimal sind. Durch das Erhöhen der Parameter wird der Regelkreis schneller und härter. Wird der Motor laut und klingt rau, sind die Parameter wahrscheinlich zu hoch. Das kommt daher, dass der Regler auf kleine Abweichungen sofort sehr stark reagiert. Die Werte Kp 450 und Ki 450 erzielen in meinem Fall gute Ergebnisse. Da der PI-Drehzahlregler eingestellt ist, kann ich beginnen, den PID-Positionierregler zu tunen. Weil momentan ein Schleppfehler anliegt, werde ich die Endstufe sperren, bevor ich den Regler optimiere. Es empfiehlt sich als erstes, den Kp-Faktor des Reglers leicht zu erhöhen. Jetzt kann eine neue Messung gestartet werden. Es ist zu sehen, dass der Schleppfehler nun geringer ist und auch während der Bewegung nicht ansteigt. Ich werde nun Kp erhöhen, bis der Schleppfehler minimal wird und die Zielposition am Ende der Bewegung möglichst genau und schnell erreicht ist. Durch das Erhöhen des Kp-Faktors des Positionierreglers wird der Schleppfehler geringer. Der Schleppfehler ist nun während Beschleunigungs- und Bremsrampe geringer als 20 Inkremente. Der Schleppfehler während des Gleichlaufs lässt sich über den Ki-Faktor verringern. Der Schleppfehler ist nun über die gesamte Bewegung sehr gering. Am Ende der Bewegung beträgt der Schleppfehler ca. 10 Inkremente. Ich werde versuchen, diese Abweichung durch das Erhöhen des Ki-Faktors weiter zu verringern. Der Schleppfehler am Ende der Bewegung ist nun kleiner als 5 Inkremente. Diese Einstellung ist für mich optimal und ich kann das Tuning beenden. Beachten Sie bitte, dass die Einstellung des PI-Drehzahlreglers sowie des PID-Positionierreglers von der Last an der Motorwelle und dem Fahrprofil abhängig sind. Sie müssen also an die entsprechende Anwendung angepasst werden. Vielen Dank fürs Zuschauen.